Hallo liebe Freunde, euch steht der Sinn danach ins Moor zu gehen? Na, ich hätte einen Tipp für euch und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Als Startpunkt wählen wir Homersdorf, genau genommen den Parkplatz an der Kirche. Doch was zeichnet Homersdorf aus? Klar, die prima Lage, quasi unterhalb der Greifensteinregion. Und natürlich hat Homersdorf mit seinem Heimatmuseum und der Mundartuhr genug zu bieten. Danach stand mir aber heute nicht der Sinn. Wenn es euch interessiert, holen wir das gerne nach, sondern heute lockte mich die Natur und das Wandern. Also gehen wir den Kirchsteig nach unten, vorbei an der schönen namensgebenden Kirche, dem ausgesprochen sehenswerten Komplex des Pfarrhauses, weiterführend den Kirchweg. Unterhalb der Feuerwehr queren wir die Hauptstraße und laufen, nicht ohne einen bewundernden Blick auf die schöne Holzarbeit zu werfen, wir sind ja im Erzgebirge, schräg in den Teichweg. Okay, hier werden wir mit einer der wenigen unschönen Anblicke von Homersdorf konfrontiert. Aber wo Sonne, da soll schließlich auch Schatten sein. Umso angenehmer ist dann der weitere Verlauf im Teichweg. Wer aufpasst, der entdeckt sogar noch mehr schöne Handarbeit mit im Erzgebirge. Kurz bevor wir auf die Jansbacher Straße treffen, wird allen Fußballfans klar gemacht, wessen Revier hier ist. Aber wir wollen ja wandern und nicht über Fußball fachsimpeln. Also nutzen wir nunmehr besagte Jansbacher Straße, zum Glück mit Fußweg. Dennoch soll man ja die Härtefälle bekanntlich zuerst hinter sich bringen, für den nächsten reichlichen Kilometer, um aus dem Ort herauszukommen. Drehen wir uns um, so bekommen wir trotz des trüben Wetters einen Blick in grob Richtung Brünnlos, welches wir ja ebenfalls schon erwandert haben. Auf der Kuppe angekommen sehen wir rechter Hand einen Wanderparkplatz und diesen steuern wir auch an. Denn inzwischen befinden wir uns am unteren Rand des Geierschen Waldes, welchen wohl jedes Kind kennen dürfte, beispielsweise durch seine markanten Greifensteine. Ihr doch sicher auch, oder? Und so tauchen wir in selbigen ein, nicht ohne noch einmal einen letzten Blick zurück in die Runde zu werfen. Und die Aussicht, welche übrigens bei klarer Sicht noch viel besser geht, zu genießen. Zunächst folgen wir immer der Laufrichtung und halten uns auf jeden Fall in Richtung Jugendherberge. Wer sich jedoch nicht sicher fühlt, der kann wie immer die GPS-Daten mittels der Links zu Autoactive und Komoot gern herunterladen. Ihr findet diese wie immer unten in der Beschreibung des Videos. Neben gemütlichen Schutzhütten, diversen Möglichkeiten zum herrlichen Greifenbach-Stauweiher abzubiegen, findet man hier auch etliche kreative und lustige Basteleien. Nur habe ich mich gefragt, wer hat hier Modell gestanden? Oder sind das alles innovative Selbstbildnisse? Nach insgesamt 3,5 Kilometern erreichen wir die Jugendherberge. Der Wandermöglichkeiten gibt es hier viele. Wir orientieren uns jedoch von hier auf das mit 1,5 Kilometern nahe gelegene Hochmoor als einen der Höhepunkte unserer heutigen Wanderung. Und so folgen wir zunächst der Forststraße, was aber nicht heißt, es wäre auf dieser langweilig. Und es gibt außer der Bungalow-Siedlung nichts zu entdecken. Haltet also die Augen offen. Wer nur einen kurzen Spaziergang möchte, der könnte zwar unterwegs abkürzen, aber wir wollen unsere heutigen knapp 9 Kilometer auskosten und genießen, also weiter geradeaus, bis wir endlich einen Abzweig mit dem Hinweis auf unser Hochmoor finden. Allerdings sollten wir uns vom daneben hängenden Schild nicht abschrecken lassen. Zumal ich euch nicht einmal sagen kann, wie lange dieses inzwischen hier hängt. Also geht weiter durch den Hochwald. Beim Hochmoor angekommen sehen wir nach rechts die nächste Variante zum Abkürzen nach Homersdorf. Aber so nahe vom Moor wäre das wohl keine gute Idee, also gehen wir nach links den schmalen Pfad,
den sogenannten Moorweg am Moor entlang. Okay, einen Weg hinein oder Hochstand zur besseren Draufsicht gibt es wie angekündigt aktuell nicht. Wer danach Sehnsucht hat, dem kann ich alternativ die uns schon bekannte Stängelheide, das Hochmoor am Vogtlandsee oder das Pöllwitzer Moor empfehlen. Kennt ihr diese Touren tatsächlich noch nicht? Dann solltet ihr euch die entsprechenden Filme anschließend unbedingt anschauen. Was es dafür hier gibt, ist eine schön anzusehende und idyllische Bank für einen gemütlichen Picknick. Dem Moorpfad weiterfolgend ergeben sich immer neue und schöne Blicke aufs Hochmoor. Und am Ende finden wir sogar eine sehr informative Tafel für alle, die sich weiterbilden wollen. Wie alle schönen Dinge, so ist auch dieses Moor irgendwann zu Ende und wir stoßen auf diesen breiteren Forst- und Wiesenweg. Diesem folgen wir mit einem kurzen Ausblick hinunter in Richtung Zwönitztal bis zur nächsten Kreuzung. Hier stoßen wir auf den sogenannten Bauernweg. Auf diesen biegen wir nach rechts ab und folgen ihm für die nächsten 1,5 Kilometer abwärts und ihr könnt euch freuen. Wir werden mit immer neuen und wunderschönen Aussichten belohnt, teilweise mit einem Panorama vom Erzgebirge bis hinunter in Richtung Chemnitz. Irgendwann stoßen wir dann doch noch einmal auf die Landstraße, welcher wir zunächst zum Glück mittels separaten Fuß- und Radweg in Richtung Homersdorf nach rechts folgen. Dabei bekommen wir aber etwas höchst Interessantes auf der linken Seite in unser Blickfeld, nämlich den Huthübel. Dieser soll unser nächstes Ziel sein. Dafür queren wir an der ersten möglichen Stelle die Landstraße und biegen in den gegenüberliegenden Feldweg ein. Näher kommend erkennen wir, es handelt sich nicht einfach um einen Hügel, sondern ein Bauwerk krönt selbigen. Oben angekommen sehen wir, es handelt sich hier um eine Gedenkstätte für Kriegsopfer. Versteht mich bitte nicht falsch, es ist natürlich gut und richtig, der armen Opfer unserer sinnlosen Kriege, welche wir aus Gier nach Macht und Profit immer wieder aufs Neue produziert haben, gedenken. Aber von dem kleinen Zitat von Heinrich Mann abgesehen, kein Wort über Ursachen oder Urheber dieser Kriege. Die Chancen stehen also leider ziemlich gut, dass wir auch künftig wieder kriegstüchtig sind, um endlich wieder neue Opfer zu produzieren. Traurig. So habe zumindest ich sehr nachdenklich diesen Ort verlassen. Dazu können wir dem schmalen Fußweg, welcher, wie zu erkennen ist, links abbiegend übers Feld führt, bis zum Feldweg folgen. Allerdings solltet ihr durchaus noch einmal den schönen Blick hoch in Richtung Geierschen Wald genießen. Bevor wir jetzt abwärts in Richtung Dorf laufen, solltet ihr es auch nicht versäumen, den schönen Anblick in Richtung Brünnlos-Talheim zu betrachten. Weit haben wir zwar nicht zu gehen, aber der Blick auf Homersdorf wird doch jetzt immer schöner und die Sonne, welche so schöne Farben zaubert, haben wir doch wenigstens jetzt verdient, oder? Unten angekommen biegen wir links auf dem Kirchsteig ein, welcher uns nach 100 Metern in einer weiteren Rechtskurve in Richtung Kirche führt. Kurz vor selbiger öffnet sich noch ein gänzlich neuer Ausblick aufs Unterdorf, welchen ihr nicht verpassen solltet. Und schwupps sind wir an unserem Ziel angekommen. Und jetzt habt ihr genügend Zeit und Gelegenheit, euch mit dem im Abspann verlinkten Video mit einem weiteren Moor zu beschäftigen.